Ja, servus und hallo hier zu einer neuen Folge in der Serie Jagdmomente mit Freunden, mal wieder mit dem Stefan. Vielen Dank, Stefan, an dieser Stelle, dass du dir wieder Zeit genommen hast und auch irgendwie die Nerven auf dich nimmst, mit mir im Revier rumzurennen, zum Teil auf einem Hochsitz, wo es mal ein bisschen enger ist. Ja, für mich auch eine neue Erfahrung, mal jemanden auf der Drückjagd zu begleiten. Wie ihr wisst, habe ich das bisher immer versucht, alleine umzusetzen, was natürlich total schwierig ist. Ja, jemanden auf der Jagd zu begleiten mit der Kamera birgt wieder neue Herausforderungen für mich, aber auch für den Schützen. Wir haben ein großartiges Wochenende hinter uns, Stefan. Eine Sau liegt, 2 Stück Rotwild. Wie geht's dir damit? Ja, mir geht's gut. Also wie gesagt, für mich war es ja auch Neuland, mal jemanden mit auf der Drückjagd am Stand zu haben. Aber ich denke, wir haben es aus meiner Sicht zumindest ganz gut hingekriegt. Zum Schluss müssen es ja auch die Zuschauer entscheiden. Aber man, glaube ich, sieht es uns auch an, dass es hin und wieder mal nicht ganz einfach ist, gemeinsam auf so einem engen Drückjagdbock zu stehen, innerhalb von Sekundenbruchteilen eigentlich zu entscheiden und gleichzeitig noch neben dem jagdlichen Aspekt Rücksicht zu nehmen, auf den Kameramann, das alles unter einen Hut zu bringen, ist durchaus eine Herausforderung, aber mir hat es Spaß gemacht und war eine super Angelegenheit. Das freut mich, Stefan. Mir hat es auch riesengroßen Spaß gemacht. Wie gesagt, in der einen oder anderen Szene im Film werdet ihr sehen, dass wir uns irgendwie abstimmen müssen, zum Teil auf dem Hochsitz. Nicht immer ganz einfach, aber ich denke, ja, es hat ganz gut geklappt, so wie du das schon gesagt hast. Wir wünschen euch bei diesem Beitrag viel Spaß, macht euch selber einen Eindruck davon und wir sehen uns dann am Ende des Videos noch mal kurz hier wieder zurück. Bis dann. Herbstliche Drückjagdstimmung lag in der Luft an diesem Tag und wie immer hatte man sich auf dem Sammelplatz viel zu erzählen. Mit Stefan war ich auf einer Jagd, auf der wir genau vor einem Jahr schon unser Glück probiert hatten. Den Beitrag dazu findet ihr im Tagebuch. Stefan war bei dieser Jagd Jäger und hatte die Aufgabe des Anstellers. Natürlich gibt es dazu im Vorfeld noch das ein oder andere zu besprechen. Doch, und dann war es die erste links und dann war es die nächste rechts. Die Vorfreude war groß. Für viele war es die erste Drückjagd der Saison und die herbstliche Witterung meinte es gut mit den Schützen. Die Ansprache des Jagdleiters brachte wie immer wichtige Informationen zum Ablauf der Jagd, zur Sicherheit und natürlich die Freigaben, bei denen die Ohren unter den zahlreichen Jagdhüten besonders gespitzt wurden. Reh, Rot, Schwarz und Sikawild waren freigegeben, wobei Rothirsche der Klasse 3 verlost wurden. Das heißt also, wenn Sie Ihren Stand eingenommen haben, die Sicherheit ist vorhanden, der Ansteller ist zu seinem nächsten Schützen gegangen, dann ist für Sie praktisch die Büchse frei. Nach der Ansprache suchten sich die Anstellergruppen zusammen und es hieß Aufbruch zur Jagd. Stefan, Dreierhirsch heute? Nee, leider nicht. Also Losglück war nicht mit uns. Aber trotzdem eine bunte Freigabe und schauen wir einfach mal, was kommt. Jetzt haben wir eine kurze Anstellerroute und dann sind wir an der letzten Stelle hinten und dann schauen wir einfach mal, was geht. Für den Ansteller ist das Anstellen auf einer Drückjagd ein mühsames Geschäft. Aussteigen, einweisen, wieder einsteigen und weiterfahren. Vor allem verlieren darf man keinen. Eine kleine logistische Herausforderung für die Organisatoren der Jagd. Auch das Parken der Autos muss in die Planung einbezogen werden. Im dümmsten Fall steht nämlich am Ende der Schneise das Auto des Nachbarschützen. Und so ist auch mir schon die ein oder andere Sau durch die Lappen gegangen. Geschafft. Und Stefan war guter Dinge. Ja, wir haben jetzt unsere ganzen Leute angestellt und haben jetzt den letzten Stand hier in diesem Talkessel und eigentlich ganz vielversprechend. Wir stehen relativ nah am Weg, können aber hangaufwärts schießen und ins Tal runter und drüben wieder den Hang rauf. Also riesen Schussfeld und schauen wir einfach mal, was dann der Tag auch bringt.
Leichter Wind strich durch das Baumholz und Stefan sondierte die Lage. Relativ großes Schussfeld, aber auch zum Teil recht weit. Schauen wir mal runter am Weg. Also runter am Weg sind es knapp 100 Meter oder ziemlich genau 100. Jeweils die Hangkanten, wo man maximal hinschießen kann, dass man eine Kugelfang hat, sind 50 Meter. Und hangaufwärts auch 50 Meter. Also eigentlich super Distanzen zum Schießen. Hast du bis ganz nach unten auf 100 Meter dann alles, sagen wir, zwischen 50 und 100 Meter. Muss man schauen, wie es wild kommt und ob es vielleicht verhofft. Genau. Nach diesen beiden Schüssen in unmittelbarer Nähe dauerte es nicht lang und wir hörten hinter uns etwas im Laub. Für mich verdeckt, doch für Stefan frei verhoffte die Sau ein letztes Mal und der Schuss brach. Da hatte ich mich doch etwas erschrocken, doch das junge Schwein hatte einen guten Schuss. Foliert, oder? Ich hab's nicht auch foliert. Ja, jetzt kam gerade ein einzelner Frischling, so 25 Kilo oder ein bisschen schwächer. Und wir hatten ein bisschen Probleme mit der Kamera, denn wir mussten jetzt die Rollen tauschen. Aber die ist dann in den Hang gezogen und kurz bevor sie oben über die Kuppe ist, hatte ich kurz Schussfeld und ja, hab sie beschossen. Und sie ist dann auch in Sichtweite im Graben verendet und hat da kurz geschlägelt. Also Frischling liegt. Hermannsdank. Nun kehrte wieder Ruhe ein, und nachdem sich in diesem Treiben bei Stefan und mir nichts mehr hatte blicken lassen, füllte Stefan den Standzettel aus und entlud seine Waffe. Es hatte etwas angefangen zu regnen, und insofern passte es ganz gut, dass das erste Treiben zu Ende ging. Gut, also wir sind jetzt hier am Stück und hat alles super geklappt. Schuss ist direkt vorne am Blatt und deshalb ist die Sau auch direkt verendet. Und jetzt gehen wir zum Auto, lassen wir kurz auch die Hunde raus und holen die anderen Leute wieder ab. Dann gehen wir zum Essen. Weidmannsheil, Stefan. Weidmannsdank. Ja. Nachdem Stefan seine Schützen wieder eingesammelt hatte, ging es zurück zum Sammelplatz. Die meisten Jäger waren schon wieder vor Ort, und da das Aufbrechen des Wildes einem Profi überlassen wurde, herrschte genügsame und entspannte Stimmung. Einige Schützen hatten bereits guten Anlauf im ersten Treiben. So auch Flo. Doch sein morgendliches Losglück hatte ihm bisher noch zu keinem Hirsch verholfen, oder? Ja, der Dreier hier schon nicht dabei. Das war ein bisschen stärker als der Dreier. Was war's? Ja, mindestens ein 12er. Aber das ist so schnell gegangen, da hat man nichts machen können. Okay. Gehen wir schon was essen. Vielleicht war es dieser Hirsch, den Flo gesehen hatte. Naja, das zweite Treiben stand ja noch aus und somit auch die Chance auf ein Stück Rotwild.
Recht zufrieden mit sich selbst genoss dieser Tackle ein Stück des Aufbruchs. Der älteste Hirsch lag in Form einer Abwurfstange auf der bisher doch erfreulichen Strecke. Das zweite Treiben stand an und so gab es erneut ein paar kurze Hinweise der Jagdleitung, bevor es wieder losging mit dem Jagen. Zusammenzusuchen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich hoffe, dass die bereits schon geregelt sind. Auch im zweiten Treiben stellte Stefan seine Schützengruppe an. Eine etwas längere Strecke stand auf dem Programm und so gab es als letzter in der Gruppe keine Zeit zu verlieren. Früh schon ist bereits bei geringer Beunruhigung, zum Beispiel durch das Anstellen, das Wild auf den Läufen. Also Mittagspause ist rum, Wetter ist ein bisschen schlechter geworden, wir haben jetzt leichten Nieselregen, aber es hält sich in Grenzen. Und jetzt geht gleich das zweite Treiben los, wir sind ein bisschen spät dran, müssen schauen, dass wir im Sitz kommen. Wieder nahm Stefan seinen Platz unter die Lupe oder vielmehr unter den Entfernungsmesser. Und so legte er für sich Schussdistanzen und Schusskorridore vorher fest. Tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten und schon ging es los. Hundegeläut und der Schütze im Fokus. Gut kann man ihn nun bei seinen schnellen Überlegungen zum Ansprechen des Wildes beobachten. Liegt, fällt um. Schlägig, ne? Ist der Spießer, geht der noch? Der ist zu hoch, ne? Der Spießer ist zu hoch, nicht frei. Hund kommt hinterher. Zwei Hunde. Wahnsinn, wir waren noch keine 5 Minuten am Stand. Tatsächlich schon Rudel Rotwild und waren 4 Stück. Dann habe ich versucht, mir schnell einen Überblick zu verschaffen und das zweite war ein Kalb. Habe gesehen, dass hinten noch ein Spießer mit dabei war. Der hatte aber deutlich Überlauscher auf und war somit nicht frei. Dann habe ich mich wieder aufs Kalb fokussiert und konnte auch einen ersten Schuss anbringen und das hat gut gezeichnet. Und ich habe mich aber dann entschieden, noch ein zweites Mal hinterher zu schießen, weil es nicht unmittelbar lag und eine Nachsuche vermeiden wollte, aber als das Kalb liegt. Alles richtig gemacht. Ja, ganz Dank. Kannst du mal schauen, ob das Kalb liegt? Das Kalb liegt und wurde dankenswerterweise durch die Treiber vorgeliefert. Der zweite Schuss war auch aus meiner Sicht vorbildlich. Nachsuchenführer werden Stefan beipflichten. In dieser Situation weitere Stücke zu beschießen wäre unverantwortlich gewesen. Mit Gewissheit tierschutzgerecht jagen. Das ist unser Anspruch. Plötzlich ein Reh. Jetzt kam ein Bock jetzt so schön gut, ich es ansprechen konnte. Und hat direkt vor uns im Sitz eigentlich verhofft, aber hinterm Baum, ich konnte nicht hinschießen. Und wieder Anlauf. Und dann ist über die Freifläche. Da ist wieder Rotwild.
Der Anlauf an diesem Stand war außergewöhnlich. So viel Anblick macht natürlich Freude und man kommt aus dem Jagdfieber auch als Kameramann fast nicht mehr heraus. Die Hunde machten einfach eine super Arbeit an diesem Jagdtag. Genau auf der Fährte des Rotwildes ging auch dieser Hund. Jetzt wurden wir vom nächsten Anlauf unterbrochen. Also wie gesagt, das Reh konnte ich nicht beschießen, weil es hinterm Baum verhofft hat. Und auf der Freifläche dachte ich eigentlich, dass sich nochmal die Chance bietet, aber es konnte leider nicht mehr oder hat leider nicht mehr verhofft. Und genau in dem Moment drauf kam jetzt hinten wieder Rotwild. 2 Stück, soweit ich es gesehen habe, aber halt ja, verdeckt, irgendwo am hintersten Ende der Dickung. Also nicht zum Schießen und sind dann leider nach oben hin wieder weg und nicht zu uns runter. Aber wir haben ganz gut Anlauf jetzt. Ganz gut Anlauf und die Witterung meinte es mittlerweile auch sehr gut mit uns. Hin und wieder blitzte sogar die Sonne durch. Ob da heute noch was vorbeikommt? Beten ist da eigentlich gar nicht notwendig. Und tatsächlich dauerte es nicht lange. Da krachte es erneut im Unterholz. Noch ein Kalb, oder? Wahnsinn. Dank. Ja, wir haben uns gerade noch unterhalten. Da kam auf einmal wieder Kahlwild von hinten angewechselt. Und da war ein schwaches Kalb mit dabei an 3. Stelle. Habe ich dann auf der Freifläche auch beschießen können und hat im ersten Moment gut gezeichnet. Ist aber noch weitergegangen und dann habe ich nochmal einen Schuss anbringen können und dann ist im Knall auch sofort zusammengebrochen. Waldmanns heißt das. Völlig aus dem Nichts. Ja. Kommt nochmal unangekündigt Rotwild. Also an diesem Stand irre. Wir hatten gerade nicht auf Video kurz mal Rehwild, auch noch hochflüchtig. Also es wird nicht langweilig. Ging natürlich nichts auf flüchtiges Rehwild. Kommt man nicht schießen oder schießt man nicht. Irre. Unglaublich. Manchmal hat man eben Glück. Und so geht auch das zweite Treiben sehr erfolgreich zu Ende. Ja, also ein super zweiter Trieb geht jetzt zu Ende. Wir hatten eigentlich durchgehend Anblick. Hatte angefangen mit dem Rotwildrudel, wo ich das Kalb gekriegt habe. Dann kam zwischendrin immer mal wieder ein Reh. Allerdings hatte das eine richtig Glück, stand 10 Meter vom Sitz, aber hinterm Baum, also nicht zu schießen. Und das nächste Reh kam halt hochflüchtig, also ging nicht zu schießen. Und dann kam unverhofft gegen Ende einfach nochmal ein Rotwildrudel. Und ja, da sieht man ja die Szenen super auf der Freifläche. Also nochmal ein Kalb gekriegt, ein ziemlich schwaches Kalb. Und dementsprechend bin ich jetzt auch super glücklich. Wir haben keine Nachsuche produziert, sondern sauber geschossen und gejagt und 3 Stück Schalenwild heute erlegt. Also was will man mehr? Wo geht's da steil runter? Ja, also wir haben jetzt die beiden Stücke zusammengezogen. Wie gesagt, 2 Kälber, ein schwaches vom zweiten Mal und das stärkere Kalb gleich zu Beginn des Treibens. Lauter gute Schüsse, wie gesagt, der eine hinterm Blatt und das schwache Kalb hat auch 2 Schüsse direkt hinterm Blatt. Dementsprechend waren die Schüsse genau da, wo sie auch hin sollen. Und jetzt passt, jetzt können wir sie in aller Ruhe bergen. Bei so viel Jagdglück muss auch der Kameramann mal mit anpacken.
Doch obwohl ich nicht geschossen hatte, war ich selber ganz angesteckt von Stefans Glück und seinem Jagdfieber. Auf der anderen Seite der Dickung kam bei diesem Schützen kein Stück Wild in Anblick. So ist das eben auf der Jagd. Nach 5 Minuten hat schon das erste Mal geschäbert und dann ziemlich zum Ende raus nochmal. Da war nichts. Am Streckenplatz herrschte wieder munteres Treiben. Und so neigte sich mit großem Jagderfolg ein wunderbarer Jagdtag dem Ende zu. Ja, das war Drückjagd mit Stefan. Ich denke, wir haben ein großartiges Wochenende hinter uns, Stefan. Wir hoffen natürlich auch, dass euch der Beitrag gefallen hat. Gern diskutieren wir und unterhalten uns mit euch in den Kommentaren. Wie ihr wisst, macht mir das grundsätzlich große Freude, auch auf eure Kommentare einzugehen. Stefan, wir waren auf einer großen Drückjagd und eher auf einer kleineren, heute bei dir im Revier. Wie siehst du Drückjagden grundsätzlich in der Organisation der Jagd? Welchen Stellenwert hat die Drückjagd bei dir? Ja, also ich bin prinzipiell ein großer Fan von Drückjagden. Vorausgesetzt, sie sind gut organisiert. Das ist ja immer ein Riesenaufwand, egal ob eine große oder eine kleine Jagd. Macht eigentlich von der Organisation her, von den Rahmenbedingungen nicht mehr so viel aus. Klar braucht man in der großen mehr Stände und mehr Leute, aber ich sag mal, die Sicherheitsaspekte, die sind genauso zu treffen wie bei einer kleinen Jagd, zu treffen wie bei einer großen. Und auch unter dem jagdlichen Aspekt finde ich Drückjagden einfach super, weil sie einem die Möglichkeit geben, neben der Intervalljagd am Ansitz, wo man ja auch versucht, dem Wild einfach immer Ruhe zu geben und dann in kurzer Zeit mal wieder intensiv zu jagen. Genau dasselbe verfolgt man eigentlich auch auf Drückjagden, dass man dem Wild Ruhe gibt und dann versucht, an einem Tag eine sehr intensive Beunruhigung reinzubringen, aber dementsprechend auch hoffentlich, wenn alles gut geht, dann dementsprechend Strecke machen zu können. Und im Anschluss kann man die Jagd auch wieder ruhiger angehen lassen, bleibt gerade bei diesem Schmuddelwetter dann gern zu Hause. Ja. Und erst wenn wieder der Frost kommt, kann man es mit dem Ansitz, glaube ich, weiter wieder forcieren und kann somit super seinen Abschuss im Jagdjahr erfüllen. Ja. Also um es vielleicht noch mal kurz in einem Begriff zusammenzusetzen, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, der Begriff des Jagddruckes spielt also eine große Rolle bei deiner jagdlichen Strategie, bei der Auslegung der Strategie. Jagddruck im Prinzip also mal jagen, mal eine Zeit lang nicht mehr jagen und dadurch auch dem Wild auch einfach bestimmte Ruheabschnitte zu lassen. Diese Ruheabschnitte vielleicht im besten Falle auch an den Aktivitätshöhepunkten und Tiefpunkten des Wildes orientieren. Insbesondere beim Rehwild, denke ich, kann man sich da gut dran richten. Stefan, ich danke dir nochmal von ganzem Herzen. Es ist wie gesagt nicht immer ganz einfach auf einem Hochsitz. Du bist wirklich der Jäger mit dem Fokus auf die Jagd, muss man ja wirklich sagen. Ich bin dann also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes der hinter der Kamera steht und den Fokus auf dich lenken möchte und auf das, was du erlebst. Das in Einklang zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Mit dir klappt das super. Ich denke, wir werden uns in der Konstellation auch noch einige Male wiedersehen. Darauf freue ich mich. Euch wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Schauen der anderen Videos vielleicht noch. Es sind auf jeden Fall einige noch in der Mache im Schnitt, unter anderem auch mit dem Stefan auf Niederwildjagd und mit dem Lasse. Wird auch sicherlich ein ganz guter Beitrag werden. Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt bei dieser Drückjagd-Saison noch viel Erfolg, schönen Anblick, schöne Erlebnisse und Weidmanns Heil. Ja, Weidmanns Heil.